Neuer Tag, neues Glück. Dann stelle ich erstmal meine Rechtshändertasse weg, leider ohne Keks heute. Und Straßenverhältnisse sind okay, Straßen sind trocken. Und jetzt werden wir mit dem 370Z mal schauen, was 100 auf 200 km/h geht. Los geht's. So, wir fahren jetzt hier eben das Auto noch warm. Wir haben lediglich 3 Grad Außentemperatur heute. Und dementsprechend braucht das Öl etwas länger, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Wir haben unser Q-Stars dabei für die 100-200 Messungen. Wir haben die GoPro mit angeschnallt, damit ihr auch auf den Tacho mal einen Blick werfen könnt. Und dann wollen wir gleich mal schauen, was der Kollege im fast seriennahen Zustand macht. Fast seriennah, weil es ist eine G-Ready Auspuffanlage ab Katalysator verbaut. Die ist vergleichbar, würde ich sagen, mit einer Nvidia Q300, also vom Aufbau her. Ja? Das heißt so ein querliegender, großer Endschalldämpfer und 2 kleine Vorschalldämpfer. Zweiflutig, 60er Verrohrung. Und ja, Prüfstand waren wir ja gestern auch schon. Sage ich euch gleich, was da draus geworden ist. Diagramm zeigen wir euch dann gleich noch. Und dann schauen wir erstmal jetzt hier, wenn er warm ist, was er 100-200 macht. Okay, 3. Gang und dann geben wir mal Gas. Ja, ich glaube, das Auto war noch nie so schnell in Schweden, weil Geschwindigkeitsbegrenzung. Zeit ist so Mittelmaß, würde ich jetzt mal sagen. Wir machen aber gleich noch eine Messung, damit wir einen Mittelwert auch dann wirklich kriegen. Ich würde sagen, viel genauer kann man es nicht treffen. Das sind jetzt 4000stel Unterschied zu der vorherigen Messung. Also die Zeit ist jetzt fix geschrieben. Der Mittelwert wäre jetzt 15,213 Sekunden. Ja, dann haben wir unsere Eingangsmessung. So, dann wollen wir die Daten mal auswerten. Nach EG korrigiert, wie gesagt mit der Auspuffanlage ab Katalysator, haben wir jetzt eine Leistung von 330 PS und ein Drehmoment von 365 Newtonmeter. Drehmoment ist schon ganz gut, spüre ich auch bei der Beschleunigung, aber Leistung oben raus ist natürlich nicht so dolle, sag ich mal. Gut, klar, Cabrio, Automatik, doppelt schwer, wenn man so will. Von daher ist aber für eine Eingangsleistung gut und ja, das ist quasi jetzt als Basis schon mal nicht schlecht. Jetzt werden wir so langsam anfangen mit dem Einbau des Kompressorkits, was ihr natürlich dann wieder sehen werdet und da zeigen wir euch auch ein paar Details, ein paar Feinheiten nochmal. Falls ihr noch Fragen habt zum Diagramm oder zur 100-200 Messung, schreibt es einfach in die Kommentare. Da antworte ich relativ kurzfristig drauf. Wenn ihr was Bestimmtes nochmal sehen wollt, solange das Fahrzeug serienmäßig ist, dann sagt mir Bescheid. Ich sage jetzt mal Auspuffanlage von unten zum Beispiel oder sowas, dann können wir das gerne nachreichen. Bis zum nächsten Video. Oh baby, tell me what to do. I don't know if I can do this on my own.